Wie schön ist Kreta. So wunderschön. Wäre ich nur ein Adler, könnte ich sie von der Spitze des Windes bewundern. Ein Gedicht des kretischen Dichters Nikos Kazantzakis über eine Insel, die alle Sinne weckt. Das Riechen ist wie eine Zeitreise. Erinnerungen werden wach. Hören bedeutet, die Stimmung eines Menschen zu erfassen. Das Tasten zeigt dir den Weg. Oft arbeite ich einfach mit geschlossenen Augen. Schmecken ist Abenteuer. Die Entdeckung fremder Kulturen. Das Sehen hat etwas Mysteriöses. Wir glauben, wir sehen mit den Augen. Der Kräutersammler Yannis Yanoutsos ist unterwegs im äußersten Südwesten der Insel Kreta. Im Hirtendorf Anopolis sucht Yannis nach Malotida, einen wilden Bergtee, der ab 1800 Meter Höhe wächst, im Bergmassiv Lefka-Ori. Erst heute Abend ist er mit einem Hirten, der auch Tieferkäufer ist, verabredet. Yannis nutzt die Zeit, um die benachbarte Schlucht Aradena zu besuchen. Immer auf der Spur von Aromen. Wie schön. Hier riecht es überall nach Thymian. Es ist wilder Thymian. Großartig. Die Aromen überwältigen dich. Sie begleiten dich durch die Schlucht. Auf Kreta gibt es mehr als 2000 Kräuter. Kein anderer Ort im Mittelmeer hat so viele einheimische Kräuter. Durch das trockene, heiße Wetter sind die ätherischen Öle in den Blättern konzentriert. Sieh dir die Steine an. Die Kräuter kommen quasi aus dem Nichts. Das ist magisch, so schön. Yannis stammt aus Thessaloniki und zog nach Kreta, weil seine Frau hier eine Stelle als Lehrerin bekam. Der frühere Buchdrucker betreibt heute einen Kräuterladen im Südosten der Insel. Als ich mit meiner Frau vor 20 Jahren nach Kreta kam, fand ich hier ein Aromaparadies vor. Von der Küste am Libyschen Meer ins Hinterland. Raue Landschaft, so wie die Menschen. Schießen üben sie auf Straßenschildern. Jeder Hirte besitzt eine Knarre. Yannis ist auf dem Hauptplatz von Anopolis mit dem Hirten Yorgos Kopasakis verabredet. Der muss aber erst mal zu den Tieren. Όχι, ένα καινούριο, ωραίο είναι. Έλα, έλα.
Vater Kopasakis, Lambis. Bist du es, Giannis? Ja, bin ich. Wie geht es dir, mein Freund? Mit ihm hat Yannis die ersten Teegeschäfte geschlossen. Den Hirten gehören die Böden oben auf Lefkaori. Und somit auch der wilde Malotira-Tee, der darauf wächst. Yannis versucht Vater und Sohn davon zu überzeugen, ihren Tee besser zu vermarkten, mit einem Bio-Qualitätssiegel. Oben auf unserem Berg, Lefkaori, wachsen mehr als 2000 Kräuter. Die Milch unserer Tiere schmeckt danach. Sie ist einmalig. Ich weiß, wovon ich rede. Ich trinke auch unsere Milch. Aber um den Tee oben zu ernten, musst du Esel auf den Pickup laden und hochfahren. Der letzte Teil der Strecke geht nur zu Fuß. Φέτος θα πάει πιο πάνω ακόμα. Γιατί δεν θα κοπεί ποσότητα ούτε φέτος. Δεν υπάρχουν χέρια να... Erntehelfer zu finden ist schwer. Dorthin bekommst du sie kaum. Sie gehen nur so weit, wie das Handynetz reicht. Nur Flüchtlinge aus Pakistan sind dazu bereit. Und die sind schwer zu kriegen. Yannis kann die Kopasakis überzeugen. Er wird für ihren Tee ein Bio-Label beantragen. Damit können sie ihn in Zukunft teurer verkaufen. Und die mühsame Ernte rechnet sich. Als Dankeschön will Yorgos Yannis morgen auf den Berg fahren, bis zur Schneegrenze, um zu sehen, ob das begehrte Kraut schon die ersten Triebe zeigt. In der Mythologie Kretas ist die Lyra als Instrument der Götter in den Bergen der Insel beheimatet. Georgia Dagaki ist in die Männerwelt eingedrungen. Sie hat sich die Lyra zu eigen gemacht, denn Lyra-Spielen ist auf Kreta immer noch Männersache. Sobald man die kretische Lyra in die Hand nimmt, spürt man automatisch diese Kraft, die Wildheit des Ortes, die Leidenschaft, die Magie der Berge, das Licht, der Himmel, das Meer. All das durchdringt dich und du machst einfach Musik. Georgia hat sich nicht nur der Lyra bemächtigt, sondern sie auch gleich auf internationale Bühnen entführt. Antike trifft auf die Welt des Rocks. Einer ihrer Lieblingsorte auf der Insel ist der Strand Balos im äußersten Nordwesten. Es ist ein besonderer Ort, ein heiliger Ort. Die Kraft, die Balos einem gibt, ist einzigartig. Θέλεις έναν άνθρωπο εμπρός, να λες είναι δικός μου, μα ούτε τους καημούς είσαι Θεός, να σηκώσεις μόνο... Kreta ist die größte unter den griechischen Inseln. 260 Kilometer von Ost nach West und bis zu 60 Kilometer von Nord nach Süd dehnt sich die Insel zwischen dem Libyschen und dem Kretischen Meer aus. Marianna Kavroulaki sammelt Wildgemüse. Sie hat experimentelle Archäologie studiert. Heute kocht sie antike Rezepte nach.
Seit mehreren Jahrtausenden gehört Wildgemüse auf den Tisch der Kreter, sagt sie. Die Einheimischen nennen es Chorta. Was das ist? Es ist das A und O der kretischen Küche. Ohne Chorta können wir Kreter nicht leben. Volvosch legt man in Essig ein. Dann essen wir es mit Öl und Knoblauch. In der Antike wurde diese Wildzwiebel mit Honig, Käse und etwas grünem Knoblauch gegessen. Als Mezes, ein kleiner Appetizer. Volvosch ist auch gut gegen Kater. Und die Zwiebel hat eine sehr schöne Blüte. Ich finde hier neben den Wildzwiebeln verschiedene Sorten Löwenzahn, Gänsedistel, Wildfenchel und Wildspargel, Kerbel, Wiesenmargeriten, wilden Spinat. Ältere Frauen hatten und haben noch enorm viel Wissen über Wildgemüse. Sie wissen diese auch als Medizin einzusetzen, sind Heilerinnen. Damals nannte man sie auch Hexen. Unterhalb des Bergmassivs Lefkaori sammelt Marianna am liebsten ihr Gemüse. Hier steht noch das alte Haus ihres Großvaters. Aufgewachsen ist sie in Chania, einer Stadt am Kretischen Meer. Sie verließ ihre Heimat, um in Athen zu studieren. Ich kam vor 10 Jahren zurück. Vor allem, weil hier in Chania meine Freunde, meine Familie, meine Kindheitserinnerungen sind. Es gibt einen Duft, den ich mit meiner Stadt verbinde. Jasmin. In allen Höfen gab es Jasminsträucher. Und die älteren Frauen machten aus Jasminblüten einen hervorragenden Sirup, den sie im Sommer mit Eiswasser verdünnt servierten. Chania hat zahlreiche Kulturen auf- und wieder untergehen sehen. Hier sind wir auf der Akropolis der antiken Stadt, Kydonia genannt. Verschiedenste Kulturen treffen hier aufeinander. Nach den Minoern kamen die Mykener. Unter uns befindet sich ebenfalls eine minoische Siedlung. Ein Stück weiter gibt es einen minoischen Palast. Auch die Venezianer und die Türken haben hier mit ihren Palästen Spuren hinterlassen. Zuletzt hat die deutsche Wehrmacht Chania besetzt und Spuren der Verwüstung hinterlassen. Die reiche Historie begeistert die Archäologin. Marianna könnte noch stundenlang erzählen. Doch sie ist auf dem Weg zu einem Spezialgeschäft, das noch zahlreiche Produkte für ihre antiken Rezepte führt. Ich hätte gern 4-5 Stücke von Xynochondros. Bei Ausgrabungen in Santorin stieß man zum ersten Mal auf Xynochondros. Es stammt aus dem Neolithikum, 4000 Jahre vor Christus. Es ist eine Art Bulgur mit saurer Milch verkocht. In der Antike, einer Zeit ohne Kühlschrank, hat man so die Milch mit Getreide getrocknet, um sie lange zu konservieren. Man nimmt Xynochondros für Fleischsuppen oder Gemüsegerichte und kocht es noch einmal in heißer Milch auf. Xynochondros hat immer diesen leichten Ziegengeschmack. Der Himmel über Kreta zeigt seine Künste, wenn Angelos Bertalis in der Nähe ist. Man sieht nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn, meint der Maler. Was sagt sein Gehirn zu so viel Blau? Blau ist für mich als Maler eine kalte Farbe.
Aber für Kreter ist es, als ob unser Blut blau wäre. Für gewöhnlich wird ja das Herz rot abgebildet, aber für uns Griechen ist das Herz blau. Wir Kreter sind mitten in diesem tiefen Blau, wie Alleinherrscher über unser Meer. Wir sind kulturell autonom, sind frei. Es ist so, als wäre Kreta ein großer, wunderschöner Flugzeugträger der Kulturen, der im Mittelmeer fährt. Das ist Kreta. Diese Bilder, die ich Umarmung genannt habe, liebe ich sehr. Es gibt um die 50 Bilder davon, ähnlich, aber nicht gleich. Und wenn man sie fotografiert und hintereinander setzt, erhält man einen rudimentären Film. Das Paar bewegt sich in einer nicht enden wollenden Umarmung. Angelos überführt die Malerei in die Welt der bewegten Bilder. Diesen QR-Code fügt er jedem der verkauften Bilder bei. Es ist der Zugang zu seinem Gesamtwerk, die Umarmung. Wenn du dieses Bild nach Deutschland mitnimmst, ein anderer kauft es und bringt es nach Italien, ein anderes bleibt in Griechenland und so weiter. Sie sind überall verteilt und als Gesamtwerk in YouTube gleichzeitig überall auf der Welt. Das bewegt mich. Aus der Nähe kann man dieses Bild nicht erfassen. Erst wenn man sich davon entfernt, setzt das Gehirn die Teile zu einem Gesamtbild zusammen. Die Augen würden täuschen, sagt er. Ich denke, dass jede Kunst, die mit dem Sehen zu tun hat, eine Täuschung ist. Ich glaube nicht, dass man Bilder malen kann, wenn man nicht die Absicht hat, den Betrachter zu täuschen. Und je ernsthafter man den Betrachter täuscht, desto besser ist die Kunst. Τόσο καλύτερη τέχνη κάνεις. Etwas von Kretas Erde steckt in vielen seiner Bilder. Gerne mischt er die Farben mit dem Erdreich seiner Heimat. Gut. Dass diese Erde seit Jahrtausenden die Existenz der Kreter sichert, davon ist auch der Töpfer Giorgos Dallamvelas überzeugt. Es ist mir sehr wichtig, dieses alte Handwerk an die nächste Generation weiterzugeben. Die Töpferei. Das ist der Boden, der uns nährt und uns an diesem Ort ein Leben ermöglicht. Diese Erde müssen wir respektieren, lieben und schätzen. Schon in der minoischen Hochkultur, vor etwa 4000 Jahren, holten die Menschen die Erde für ihre Tongefäße aus den Bergen der Umgebung. In Giorgos Dorf Margaritis tut man es heute noch. Mit beiden Händen umfasse ich den Ton. Ich fühle auf beiden Seiten, wie er modelliert. Auch wenn ich die rechte Hand nicht sehen kann. Der Tastsinn zeigt mir die Dicke des Tons
und wie hoch und fein das Gefäß werden darf. Der Tastsinn ist beim Töpfern sehr wichtig. Ohne den Tastsinn können wir nicht arbeiten. Die Dalamvelas sind Töpfer seit Generationen. Yorgos hat Angst, eines Tages zu erblinden wie sein Großvater. Deshalb arbeite ich oft mit geschlossenen Augen, damit ich mit dem Modellieren von Ton nicht aufhören muss, falls auch mir so etwas passiert. Seine Frau Mariniki hat ihre Arbeit als Museumskuratorin aufgegeben, um sich als Dekorateurin ins Familiengeschäft einzubringen. Diese Muster gibt es nur in Margaritis. Die Pinsel sind aus Schafswolle. Ich arbeite mit verschiedenen Größen, je nachdem, welches Design ich gerade mache. Und immer sind es die Erdfarben Kretas. Das hier zu erleben findet Marianna großartig. Yorgos töpfert auch für sie, denn er benutzt noch wie zu minoischen Zeiten einen primitiven Erdofen für ihre besonderen Gefäße. Das ist aufwendig und erfordert viel Manpower. Ich hatte mich im Studium mit der Konstruktion solcher Öfen beschäftigt. Aber ich sehe es zum ersten Mal in echt. Das ist faszinierend. Noch faszinierender ist es, wenn wir den Ofen öffnen und das Ergebnis sehen. Wann wird das sein? Erst übermorgen. Die schwierigste Phase kommt jetzt, nachdem der Ofen 600 Grad erreicht hat. Am Anfang müssen wir sehr langsam heizen und stündlich die Temperatur um 200 Grad erhöhen, weil die Gefäße im Ofen aus sehr empfindlichem Material sind. Ab jetzt müssen sie Tag und Nacht Reisig nachschieben. Angelos ist mit seinem Bild am Ende des Tages fertig. Κοίτα το χάλια, το καλό μου το παπούτσι. Die Glasur ist so wie verabredet. Marianna begutachtet ihre Bestellungen bei Yorgos. Für das Kochen ihrer historischen Gerichte braucht sie auch besondere Gefäße. Es sind Reproduktionen von Museumsstücken, für die sie eine Sondererlaubnis beantragen musste. Das ist ausgezeichnet geworden. Dann wünsche ich dir gutes Kochen. Herzlichen Dank. Das nächste Gefäß bitte ohne Glasur. Danke nochmal und tschüss. Für Marianna ist es der erste Kochunterricht in diesem Jahr. Wie immer beginnt sie ihren Tag mit einem Spaziergang durch den Garten. Das inspiriert sie. Sie lebt außerhalb von Chania, inmitten von Natur. Der Garten macht mir Freude. Mein Mann kümmert sich mehr um die Bäume und den Hühnerstall, ich um die Kräuter und das Gemüse, das wir jedes Jahr anpflanzen.
Wir werden ein Urbrot backen. Das ist Gerstengrütze, dazu etwas Mehl. Sie gibt ihr Wissen an Studenten oder Touristen weiter. Heute kocht sie mit der Studentin Eliana Sinaru. Das erste Brot in der Geschichte. Ich bin in der Ausbildung zur Bäckerin und Konditorin. Ich interessiere mich für Esskultur im Allgemeinen. Alles, was mit Essenstradition zu tun hat. Das ist sehr wahrscheinlich ein Brot, das die Menschen der Alt- und Jungsteinzeit hergestellt haben, indem sie Körner zerkleinert und mit Mehl vermischt haben. Auf Lorbeer, damit das Brot nicht anklebt. Eliana möchte wissen, woher man so genau weiß, was in der Alt- und Neusteinzeit gegessen wurde. Immerhin geht es bis zu 2,5 Millionen Jahre vor Christus zurück. Wir haben zwar viele Informationen über die Utensilien, die Sitten und Gebräuche bei Tisch, aber wir haben keine Beschreibungen der Gerichte. Wir haben keine Mengenangaben für die Zutaten. Wir stützen uns auf archäologische Daten, auf Funde bei Ausgrabungen. Aber wir müssen auch unsere Vorstellungskraft hinzuziehen. Konkreteres Wissen gibt es ab 320 vor Christus aus der hellenistischen Zeit. Wir haben Quellen darüber, was in hellenistischer Zeit gekocht wurde. Es ist eine Zeit, in der es einschneidende Veränderungen in der Ernährung gab. Denn die Feldzüge von Alexander dem Großen brachten neue Lebensmittel nach Griechenland, neue Obst- und Gemüsesorten und auch neue Modetrends in der Ernährung. Das Fett der Innereien fügt dem Brot Feuchtigkeit zu. Das wussten schon die Menschen in der Antike. Zum Grillen und Backen benutzten sie Feigenblätter. Das Wildgemüse Chorta aus den Bergen bereitet Mariana mit wildem Knoblauch, Essig und Olivenöl zu. Und natürlich Xynochondros, was Mariana in Chania gekauft hat. Bulgur in Ziegenmilch getrocknet. Das Wasser des gekochten Wildspargels ist etwas bitter. Es kommt mit dem Wildspargel zu den Chorta dazu. Ebenso Wolwosch die Wildzwiebeln. Xynochondros wird den Linseneintopf verdicken. Auch die Chorta kocht auf der Glut. Es duftet schon. Der Kräuterspezialist Yannis und der Hirte Georgos sind frühmorgens auf dem Weg zum Bergmassiv Lefka Uri. Der Frühling war bis jetzt sehr warm und Yannis hat die Hoffnung, dass die Malotira-Pflanze schon die ersten Triebe zeigt. Georgos ist weniger optimistisch, weil ab 1800 Meter Höhe immer noch Schnee liegt. Obwohl die Felder oben auf dem Bergrücken den Hirten gehören, müssen sie jedes Jahr beim Forstamt eine Erlaubnis beantragen, um den begehrten Tee zu ernten. Denn der wilde Malotira-Tee ist geschützt. Eine gute Ernte bringt uns 200, 300 Kilo ein im Jahr. Man darf nur einen Teil ernten, damit der Tee immer wieder kommt. Im Sommer muss der Tee innerhalb von 15 bis 20 Tagen geerntet werden, bevor er seine Blüte verliert.
Ende. Weiter geht es nicht. Sie sind schon auf 1800 Meter Höhe. Doch von Malotira keine Spur. Ein wenig enttäuscht ist Yannis schon. Doch Yorgos hat für ihn ein Geschenk mitgebracht. Ein Sack Malotira vom letzten Jahr. Für seinen Kräuterladen. Bravo. Wunderbar. Er ist noch sehr aromatisch. Stimmt. Sehr gute Arbeit, mein Freund. Ich freue mich. Ausgezeichneter Tee. Pnyeas heißt dieser tragbare, glockenförmige Backofen. Eine Kopie aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Im warmen Ofen müssen die Gewürze im Ziegeneintopf noch etwas ziehen. Yannis fährt zurück zu seinem Dorf, zu seinem Laden, etwa 4 Stunden vom Gebirge Lefkauri entfernt. Mariannas Gerichte sind fast fertig. Nur der Käse fehlt. Genauso wie in der Antike wird er aus Ziegenmilch mit Feigenessig gemacht, um die Milch zum Gerinnen zu bringen. Das Menü ist angerichtet. Allein schon fürs Auge ist diese Zeitreise ein Genuss. Sehr aromatisch. So viele Gewürze, so viele Kräuter. Eine Geschmacksexplosion. Vom Kretischen Meer, wo Marianna lebt, zum Libyschen Meer, wo Yannis seinen Kräuterladen hat, im Dorf Lystaros. Anna, seine Tochter, bereitet den Malotira-Tee für den Verkauf vor. Anna hat in Thessaloniki Betriebswirtschaft studiert. Irgendwann werde ich die Arbeit meines Vaters übernehmen. Die Kräuter sind mir seit meiner Kindheit sehr vertraut. Ich habe das alles hier lieb gewonnen. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt. Urlauber, aber auch Einheimische. Produkte von überall her. Doch die kretischen Kräuter bilden das Herzstück des Ladens. Salbei, der dreiblättrige, ist viel aromatischer als die anderen Sorten. Dictamo ist auch ein einheimisches Kraut. Es wird traditionell gegen Magenverstimmung verwendet, ist aber auch ein starkes Antioxidant. Das hier ist ein sehr wichtiges Kraut. Alavanos, die kretische Zistrose. Sie stärkt das Immunsystem. Das ist Lavdano, ein Harz, das die Zistrose bildet, um in heißen Sommertagen ihre Feuchtigkeit zu halten. Wenn die Ziegen dann Zistrose fressen, bekommen sie vom Lavdano goldfarbene Zähne.
Das haben die Menschen gesehen und kamen auf die Idee, das Harz der Zistrose zu sammeln und daraus eine Wundsalbe zu machen. Draußen interessiert sich ein Kunde für den Malotira-Tee. Der ist gut gegen Erkältung. Es reinigt die Atemwege. Hast du auch etwas gegen Magenverstimmung? Natürlich. Und gegen Appetitlosigkeit? Vor allem die Einheimischen sehen in Yannis ihren Kräuterdoktor. Es ist eine Mischung, ein Verdauungstee. Er ist bitter und befreit den Darm von Parasiten. Kräuter helfen immer. Wir Kreter sind mit Kräutern groß geworden. Schon als Kinder haben wir zum Beispiel Salbei getrunken, um gesund zu werden. Ein sehr gutes Kraut. Das Geschäft von Yannis ist auch ein Ort zum Verweilen. Rethymno am Kretischen Meer ist die Heimat von Georgia Dagaki. Immer wenn ihre Lyra Probleme macht, reist Georgia von Athen, wo sie lebt, nach Rethymno. Nur der Werkstatt, aus der ihr Instrument kommt, vertraut sie ihre Lyra an. Wenn sie Zeit hat, nutzt sie den Besuch in der Heimatstadt, um durch die Straßen zu schlendern. Die Schönheit von Rethymno ist unvergleichbar. Venezianische und osmanische Häuser stehen nebeneinander. Das Erbe der Venezianer sind diese Bögen. Die Erker aus Holz sind osmanisch. Sie haben rundum Fenster, damit dieses wunderbare Licht von Griechenland und Kreta in die Häuser kommt. Manolis Dagakis ist Instrumentenbauer und Georgias Lyra-Doktor. Herzlich willkommen. Auch ihr Onkel Kostas ist gekommen. Sie hat ihn immer gerne dabei, wenn es um ihre Lyra geht. Manolis, die hat dein Vater gebaut. Die Lyra, auf der ich seit all den Jahren spiele. Eine Stagakis. Neben dem Steg hat man mir einen neuen Magneten angebracht. Der Steg zusammen mit dem Magnet ist nicht gut. Es muss einiges ausgewechselt werden, sagt Manolis. Als sie sehr klein war, habe ich mit dem Mund Lyra-Töne nachgeahmt und sie zurechtgewiesen, wenn sie beim Spielen Fehler machte, denn die Lyra ist für mich heilig. Weißt du noch, was du getan hast, wenn ich mich verspielt habe? Du hast mich an den Haaren gezogen. Du hast es gehört, Manolis. Manolis ist mit der Reparatur ihrer Lyra fertig. Hast du die Lyra gestimmt, nachdem du den Steg gewechselt hast? Die Lyren aus dem Hause Stagakis sind für Georgia unübertroffen. Man erkennt sie am Adler auf dem Bauch, vor allem aber am Klang. Mit einem Lautenist des Geschäftes kann Georgia ihre Lyra gleich vor Ort ausprobieren mit einem traditionellen kretischen Lied.
πάνε μια πληγή, πάντα αίμα τρέχει, πάντα αίμα τρέχει. Der Maler Angelos Spartalis sieht sich als Grenzgänger. Mit seinem Freund Nikos Makrinakis will er sich heute an Keramik wagen. Nikos ist Keramikkünstler. Sie sind auf dem Weg zu Nikos Atelier im Dorf Mirsini. Mirsini liegt im Nordosten der Insel. Angelos findet, dass es auf ganz Kreta kein schöneres Dorf gibt. Angelos will das Motiv seiner Ölgemäldenreihe, die Umarmung, auf Keramik bannen. Nikos kennt sich mit dieser Technik aus. Der Fachbegriff dafür ist Raku. Ένα σφουγγάρι θέλω, από την ξέρω το φέρω. Αυτό το γήινο, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι η κεραμική... Die Keramik hat unmittelbar mit Kreta zu tun, ebenfalls die Wandmalerei. Das Malen mit Ölfarben, Ölgemälde kommen eher aus Mitteleuropa, während Fresken wie die von Knossos oder die Keramik mehr zu Kreta gehören. Und so klingt Kretas Erde. Angelos ist gespannt. Wird die Umarmung auch auf Keramik gelingen? Das Bild muss nach dem Brennen noch unter Nadeln schwitzen. Das sei gut für die Farben, erhoffen sie sich. Το έβγαλα, κλείσε. Γιατί δεν βγάζεις το ρακού. Μετά, να πάει ανέβει κι άλλο. Εντάξει, ωραία. Άνοιξε. Δύσκολο αυτό να το βγάλω. Das hier aufzudecken ist nicht leicht. Brauchst du Wasser? Okay, das hast du ja schon. Ρίξε και λίγο νεράκι πάνω. Schütt noch mehr Wasser drüber. Εντάξει, τι κάνουμε πάντα, ένα πετυχαίνουμε. Τα πετυχαίνουμε τώρα. Αυτό δεν το βάλαμε υλικό, ρε μαλάκα. Εντάξει, λάθος. Pass auf, es ist noch sehr heiß. Was für eine Umarmung. Wie aus Gold. Im Dorfbrunnen säubern sie ihr Werk. Wow, es hat die Farben des Lichts beim Sonnenuntergang. Die Farben des Meeres und der Berge. Ich bin stolz darauf. Es war viel Arbeit. Aber das Bild gefällt mir sehr.